Name ist Beatriz. Ich studiere Produktdesign an der Bauhaus-Universität in Weimar. Ich glaube, Design ist eigentlich was sehr Essentielles und der Mensch hat, seit er Mensch ist, irgendwie dieses Bedürfnis gehabt, auch die Natur um sich herum zu verändern, um sein Leben auch zu vereinfachen oder Lebensqualität zu erhöhen. Und ich glaube, dieser essentielle Charakter von Produktdesign ist, was mich am meisten interessiert und auch eben die Möglichkeit, Probleme in optimistische Zukunftsperspektiven umzuwandeln. Ich arbeite sehr gerne mit Materialien, auch mit Menschen. Ich finde es super spannend, diese Beziehung zwischen die Objekte, die uns umgeben und unsere Interaktion mit denen und wie auch Objekten die Art und Weise, wie wir leben, verändern können. Auch positiv, nicht nur negativ. Als ich hier war, ein Jahr, bevor ich mein Studium tatsächlich angefangen habe, habe ich Freunde besucht, die hier schon Produktdesign studiert haben. Und das war richtig schön. Es ist voll was anderes, wenn man irgendwie Menschen besucht und irgendwie diesen direkten Feedback bekommt, wie Studium hier ist und auch ein bisschen mitmacht. Das war, glaube ich, während der Winterwerkschau 2020. Das ist die Ausstellung Ende des Wintersemesters, wo Studierende deren Projekte zeigen. Und ja, das fand ich mega inspirierend. Und dann war auch vielleicht, weil ich ein bisschen beeinflusst, so, dass ich hier mehr persönlichen Feedback hatte im Vergleich mit anderen Unis, wo ich vielleicht nur zum Tag der offenen Tour oder so war und halt nicht so viel Persönliches mitbekommen habe. Ja, Weimar ist klein und süß. Es ist sehr familiär. Wenn du einkaufen gehst, triffst du wenigstens 10 Menschen, die du kennst, auf dem Weg zum Supermarkt. Das kann voll gut sein, wenn du dich alleine fühlst zum Beispiel. Dann geh einfach auf die Straße und du triffst sicher Menschen, die du magst. Es ist ein Ort, wo Vernetzung ganz gut funktioniert. Es gibt viele Initiativen, Vereine, Gruppen von Menschen, die sie entweder politisch oder ökologisch oder geschlechtaktivistisch engagiert sind. Und diese Gruppen sind eben sehr gut vernetzt durch die Größe von der Stadt. Das finde ich voll gut. Und man kann irgendwie, wenn man bestimmte Interessen hat, richtig schnell in die Szene reinkommen und auch Menschen kennenlernen, die ähnliche Interessen haben. Das ist, glaube ich, was ich am meisten feiere, so auf die kleine Größe von dieser Stadt. Ja, vielleicht das Studium hier ist weniger schulerisch als zum Beispiel in Spanien bei mir. Und wir arbeiten sehr viel so projektbezogen. Man wählt ein Projektfach oder selbst auch bei Fachmodule. Man beschäftigt sich mit einem Thema, macht Recherche und dann hat man eigentlich viel Zeit für sich selbst, um sich um das eigene Projekt zu kümmern und dann ab und zu Konsultationen mit den Dozierenden. Es ist sehr viel selbstständige Arbeit, normalerweise im Projekt, in Gruppen mit anderen Studierenden. Und dann muss man das auch in mein Fach Produktdesign for real umsetzen. Und du musst irgendwas bauen oder rendern oder ein Video drehen, wo dein Konzept erklärt wird. Vielleicht interessant dazu ist, dass der Studium
sehr interdisziplinär ist. Das wusste ich nicht, als ich angefangen habe. Ich habe so ein bisschen was davon gehört, aber ich wusste nicht genau, was das bedeutet. Aber das bedeutet, dass es wirklich, du kannst Module von anderen Studiengängen nehmen und du bist dann wirklich im Austausch und machst Projekte zusammen mit Studierenden, die VK studieren oder Umweltingenieurwesen sogar. Also es ist sehr breit und das für mich war das Beste, weil ich vielleicht keine klassische Produktdesignerin bin. Ich interessiere mich für andere Themen auch und ich glaube, dieses Semester habe ich weniger Module von meinem eigenen Studiengang belegt als von anderen. Und das finde ich, es bringt so viel, diesen Austausch und dass man quasi einen Fuß in andere Disziplinen bringen kann und dann auch dadurch sein eigenes individualisierten Weg gestalten kann.